Dieses Video wird euch präsentiert von AIFS Educational Travel. Lasst mich zum Einstieg doch mal eine These aufstellen. Ich behaupte, dass mindestens 90% meiner Community davon träumt, einmal nach Japan zu reisen. Dabei lassen sich jedoch viele von den vermeintlich extrem hohen Kosten eines Urlaubs im Anime- und Manga-Geburtsland abschrecken. Flüge, Unterkünfte, Inlandstransfer, Verpflegung, Sightseeing, Shopping, klar, das geht natürlich ins Geld. Aber ist es echt so teuer, wie viele befürchten? Ich helfe euch mit diesem Video bei der Kostenkalkulation, gebe wertvolle Spartipps und beantworte die Frage, wie tief man denn nun tatsächlich ins Portemonnaie greifen muss, um diesem Traum Flügel zu verleihen. Sehr gerne würde ich beim Stichwort Flügel direkt die Brücke zu den Flugkosten schlagen. Aber bevor ihr ans andere Ende der Welt reist und in den Flieger Richtung Fernost klettert, um einige Stunden später im Herzen der japanischen Traditionen zu landen, müsst ihr zunächst noch einige Stunden mit einer typisch deutschen Tradition verbringen: der Bürokratie. Falls ihr die EU in den letzten Jahren nicht verlassen, geschweige denn einen anderen Kontinent bereist habt, dann besitzt ihr im Moment höchstwahrscheinlich auch keinen gültigen Reisepass. Und ohne den geht nix. Den Pass könnt ihr jedoch relativ einfach bei eurem Bürgeramt beantragen und zahlt dafür knapp 40 € als deutscher Staatsbürger, der das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, beziehungsweise 60 €, wenn ihr älter seid. In Österreich und der Schweiz legt ihr ca. 80 € bzw. 140 Schweizer Franken auf den Tisch. In manchen Städten könnt ihr die Beantragung übrigens bequem übers Internet lösen. Einen Link mit allen Infos gibt's in der Beschreibung. 77% meiner Community ist zwischen 18 und 34 Jahre alt, weshalb wir uns für diesen Kostenpunkt mal in der Mitte treffen und 50 € veranschlagen. Nachdem ihr euch um den Reisepass gekümmert habt, seht ihr euch im nächsten Schritt mit der Flugfrage konfrontiert. Wie viel kostet der Transfer und welche Airlines sind am günstigsten? Die Flugkosten sind in der Gesamtkalkulation wohl die größte Variable, da die Preise nämlich jahreszeitenbedingt erheblichen Schwankungen ausgesetzt sind. Hinzu kommt natürlich der Faktor, wie früh ihr euren Flug bucht und ob ihr in der Economy Class oder aber in höherpreisigen Kategorien wie Economy Plus bzw. Premium, Business oder sogar First Class reisen möchtet oder ob ihr euch für eine Direktverbindung entscheidet. Wer keinen Wert auf diesen, wohlbemerkt, sehr kostspieligen Luxus legt, kann mit Flugkosten in Höhe von 500 bis 1000 € rechnen. Empfehlenswert sind in diesem Zusammenhang Flugvergleichswebseiten wie etwa skyscanner.de. Wir legen uns auch diesmal auf einen Mittelwert fest und notieren 750 €. Nach einem etwa 12-stündigen Flug sehnt man sich spätestens, wenn einen der Jetlag einholt, nach einem weichen Bett. Und das führt uns auch schon zum nächsten Punkt, den es bei der Kalkulation zu berücksichtigen gilt: die Übernachtungskosten. Japan bietet nicht nur Unterkünfte für jeden Geschmack, sondern zum Glück auch für jeden Geldbeutel. Je nach Location, Art der Behausung und Anspruch ist den Preisen jedoch, zumindest nach oben hin, kein Ende gesetzt. Egal ob Airbnb oder Hotel, je nach Saison lassen sich jede Menge tolle und gepflegte Zimmer finden, die schon ab 50 € pro Nacht zu haben sind. Teilweise sogar günstiger. Wenn ihr eine richtig authentische Japan-Erfahrung mit traditionell eingerichteten Räumlichkeiten, japanischem Frühstück und in vielen Fällen sogar einem privaten Onsen haben wollt, bieten sich sogenannte Ryokan an. Diese mystisch angehauchten Gasthäuser schlagen allerdings mit durchschnittlichen Preisen zwischen 120 und 250 € pro Nacht ganz schön zu Buche. Weitere Alternativen wären Hostels, Camping oder Couchsurfing. Bei einem zweiwöchigen Aufenthalt kommt man also mit 700 € schon ganz gut hin, und zwar nicht zwingend pro Kopf, sondern im Falle von bestimmten Airbnb- oder Doppelzimmerangeboten auch für 2 Personen. An dieser Stelle des Videos wird es Zeit, die nächste These aufzustellen. So behaupte ich diesmal, dass die meisten von euch für ihren ersten Japan-Trip Tokio als Wunschdestination wählen würden.
Um in dieser riesenhaften Stadt möglichst günstig von A nach B zu kommen und sich dabei in Tokios verzwicktem Verkehrsnetz auch noch gut zurechtfinden zu können, nutzt ihr die sogenannte Suica Card. Mit dieser elektronischen Guthabenkarte bekommt ihr nicht nur einen kleinen Rabatt auf jede Fahrt, sondern spart euch auch den ganzen Stress, jedes Mal mühsam euer Ziel auf der U-Bahn-Karte zu suchen und den Automat mit Geld zu füttern. Und ganz nebenbei kann man mit dem praktischen Kärtchen in nahezu allen Supermärkten bezahlen. Wie teuer euch die ganze Fahrerei am Ende zu stehen kommt, hängt natürlich davon ab, wie viele einzelne Fahrten ihr schlussendlich absolviert. Wer was von der Stadt sehen will, kommt, bis auf ein paar Ausnahmen, nicht um diverse Fahrten herum. Rechnen wir also mal mit 700 Yen am Tag, das sind etwa 5,60 € und das mal 14 Tage ergibt etwa 80 €. In Japans Hauptstadt kann man spielen, 2 Wochen Zeit verbringen, ohne dass auch nur eine Sekunde Langeweile aufkommt. Wenn euch das Großstadtgewusel dann aber doch mal ein bisschen zu viel wird, ist der Japanese Rail Pass auf jeden Fall eine Überlegung wert. Damit könnt ihr 1, 2 oder 3 Wochen lang so gut wie alle wichtigen Zugverbindungen des japanischen Fernverkehrsnetzes nutzen und dabei eine ganze Stange Geld sparen. Je mehr ihr euch durch die Gegend kutschieren lasst, desto sinnvoller ist es natürlich auch, euer Geld lieber in den Rail Pass zu stecken, statt für jede mehrstündige Shinkansen-Fahrt immer wieder um die 100 € hinzublättern. Für einen 7-Tage-Pass zahlt ihr ca. 230 €. Itadakimasu bedeutet auf Japanisch guten Appetit und führt uns zum nächsten Punkt in der Kalkulation. Bei so vielen Gerichten, die in hübsch dekorierten Restaurantschaufenstern lauern und nur darauf warten, ausprobiert zu werden, fällt die Essensentscheidung oftmals gar nicht so leicht. Zumal neben dem Geschmack natürlich auch hier das Geld eine Rolle spielt. Eine köstliche Portion Ramen ist schon für 5 bis 7 € zu haben. Noch günstiger kommt ihr in einem der unzähligen 24-Stunden-Supermärkte weg. Hier gibt's fluffiges Gebäck in Hülle und Fülle, allen Variationen, Geschmacksrichtungen und Größen. Oder ihr schnappt euch einfach ein leckeres Onigiri. Oder 2. Oder 5. Die Möglichkeiten sind zahlreich und auch bei der Verköstigung ist mal wieder für jedes Budget was dabei. Für eine Tagesration leibliches Wohl rechnen wir im Schnitt mal mit 30 € pro Person. Das macht 420 €. Nach einer ordentlichen Mahlzeit wartet die Stadt mit ihren unzähligen Locations darauf, von euch erkundet zu werden. Zahlreiche der beliebtesten Attraktionen und Sightseeing-Spots in Tokio sind kostenlos. So zum Beispiel der Meiji-Schrein. Wer hingegen auf den 333 Meter hohen Tokyo Tower klettern, mit dem 634 Meter hohen Skytree noch eins drauflegen will oder beim Tokyo City View in Roppongi eine grandiose Open-Air-Aussicht genießen möchte, muss dafür einiges berappen. Gleiches gilt natürlich auch für viele weitere Touristen-Highlights. Ob Monster Café, Roboter-Restaurant, One Piece Vergnügungspark oder Lichtmuseum. Das Angebot ist gigantisch. Gleiches gilt natürlich auch für Unterhaltungsmedien und Merchandise. Allem voran in Akihabara lacht das Otaku-Herz und weint das Otaku-Portemonnaie. Anime-DVDs und Blu-rays, Manga, Videospiele, Figuren und tonnenweise andere Goodies gibt's praktisch an jeder Straßenecke zu kaufen. Auch wenn man als Fan japanischer Popkultur spielend Hunderte von Euro an nur einem Tag in Akihabara ausgeben kann, pflegen wir für unseren Punkt Sightseeing und Shopping mal tägliche Durchschnittsausgaben von 15 € in unsere Kalkulation ein. Macht dann in Summe 210 €.
Bleibt die Frage, wie ihr nun all die Spots und Shops ausfindig macht. Wie navigiert ihr euch durch Tokios urbanes Labyrinth, ohne Gefahr zu laufen, euch zu verlaufen? Die meiner Meinung nach beste Methode ist eine Travel-SIM-Karte für euer Smartphone. Google Maps und Co. sind, besonders beim ersten Japan-Besuch, eine immense Hilfe. Auf der japanrailpass.de oder bei CD Japan könnt ihr eine solche Karte erwerben. Für 26 € erhaltet ihr unbegrenztes Datenvolumen für euren zweiwöchigen Aufenthalt. Und wenn wir gerade schon das Handy in der Hand haben, addieren wir den letzten Kostenpunkt also auch noch dazu. Eine zweiwöchige Japanreise kostet euch nach unserer Beispielrechnung ca. 2.500 € pro Kopf. Wesentlich günstiger wird es, wenn ihr nicht allein, sondern zu zweit reist und euch die Kosten für die Unterkünfte teilt. Wer damit liebäugelt, ein ganzes Jahr in Japan zu verbringen, darf sich sehr gerne mal meine Reportagen zum Work-and-Travel-Programm von AIFS ansehen. Die Links dazu findet ihr in der Infobox. Abschließend kann ich nur noch mal betonen, dass es sich auf alle Fälle lohnt, für einen Japan-Urlaub zu sparen. Ich freue mich auf jeden Fall schon riesig auf meinen nächsten Besuch und bedanke mich bei euch vielmals fürs Zusehen.